Hallo, schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Unser Haus liegt ein bisschen verborgen. Aber kommt doch mit rein. Innen drin gibt es noch einige Verstecke und Überraschungen für euch. Hier sind wir in unserer Diele. Und hier sieht man bereits die zwei wichtigsten Elemente in unserem Haus: Lehm und Holz. Wir haben Holz auch in unseren Möbeln verbaut, als auch in unseren Einbauschränken. Und in versteckten Türen. Hallo, hier bei Bernd und Andreas. Das ist unsere Lebenswand, die hat der Architekt so entworfen, mit Boxen. Das Wort haben wir uns selbst ausgedacht. Es beinhaltet die Dinge, die uns im Leben wichtig sind. Von unseren Reisen, Erlebnissen und unserem Leben. Und so verändert sie sich permanent weiter. Und jetzt kommt mit in einen unserer Lieblingsräume, die Küche. Stopp! Hier ist auch noch ein Versteck. Uns war es immer wichtig, eine große, offene Küche zu haben, mit einem in der Mitte stehenden Küchenblock. Hier in der Küche sind Elemente, die sich im ganzen Haus wiederholen, wie die Eiche, das Messing, aber auch die dunkle Arbeitsplatte. Als wir das Haus gekauft haben, haben wir uns informiert, wie so ein typisches Schwarzwaldhaus strukturiert und aufgebaut ist und welche Elemente in einem typischen Schwarzwaldhaus sind. Und deshalb haben wir hier über dem Küchenblock ein Hängeregal, an dem früher Töpfe, Pfannenwender und so weiter, diverse Küchenutensilien herunterhingen. Und jetzt kommt mit, wir zeigen euch ein Schmuckstück. Das ist unser alter Oma-Ofen, welchen wir beim Antiquitätenhändler in Holland gekauft haben, komplett restauriert haben und welchen wir dann dank Freunden hier hochgebracht haben in unser verstecktes Schwarzwaldhaus. 11 Jahre lang haben wir dieses versteckte Bauernhaus renoviert. Wir wohnten und lebten damals in der Schweiz und sind jedes Wochenende am Freitag hierher gekommen und am Sonntag wieder zurückgefahren. Als wir eines Tages am Wochenende wieder hierher kamen, wurde das Ofenrohr für unseren Oma-Ofen eingebaut. Und wir waren so geschockt, weil es so massiv ist aufgrund der Sicherheitsvorschriften. Okay. Und wir waren so geschockt. Wir hätten heulen können, weil es so dick ist aufgrund der Vorschriften, der Sicherheitsvorschriften, die natürlich notwendig sind. Aber jetzt, mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt. Es ist eine idyllische Atmosphäre, wenn man diesen Ofen im Winter einheizt. Wir haben lange Jahre in Zürich gelebt, aber dann kam der Wunsch, auch mal raus aufs Land zu ziehen. Wir beide sind auf dem Land groß geworden und haben dann vor circa 14 Jahren angefangen, uns Bauernhäuser in Österreich, Tschechien, Frankreich, der Schweiz anzuschauen. Bestimmt 50 Objekte. Als dann eines Tages eine Arbeitskollegin auf mich zukam und gesagt hat, der Schwarzwald könnte doch ebenfalls etwas für euch sein, daraufhin haben wir in Google eingegeben, sonniges Bauernhaus in Alleinlage. Und das war der erste Treffer. Ist doch irre. Für unsere Haustreppe war uns sehr wichtig, dass wir was sehr Filigranes haben, aber auch was Massives zugleich. Daher haben wir hier die Treppe aus Stahl und Eichenholz einbauen lassen. Sie wiegt allerdings fast eine Tonne. Und da wir hier auf einem Lehmboden stehen, mussten wir extra für diese Treppe im Keller noch einen Stahlträger einziehen, der die Treppe stützt. Hier haben wir ein Gerüst gehabt, mit dem wir die Außenwand der Galerie mit Lehm ausgestampft haben. Insgesamt haben wir 4 Jahre lang Lehm gestampft, weil alle Böden, alle Außenwände und alle Innenwände ausschließlich mit Lehm bearbeitet wurden. Während der Renovierungsarbeit haben wir ca. 125 Tonnen an Bauschutt und so weiter jeweils mit der Schubkarre
in eine Mulde gebracht. Wir haben keine Fußbodenheizung, sondern eine Wandheizung. Aus dem Grund können wir natürlich keine Oberschränke aufhängen. Als wir angefangen haben mit der Bauernhaussuche, haben wir sofort einen Ordner angelegt mit all den Ideen, die über uns die Jahre hinweg begleitet haben. Und als wir mit unserem Architekten hier angefangen haben zusammenzuarbeiten, hat er uns gefragt, was ist euch denn wirklich wichtig? Und ein Thema war, dass für mich immer Arkaden wahnsinnig wichtig waren. Ich wollte immer Arkaden. Und da wir hier Probleme haben, unser Geschirr unterzubekommen, habe ich endlich meine Arkaden bekommen. Entsprechend der Lebenswand ist das hier unser Lebenstisch. Ebenfalls von uns so tituliert, an diesem Tisch soll unser Leben stattfinden. Hier wird gegessen, hier wird gelesen, hier wird ein bisschen im Internet gesurft. Dieser Tisch besteht aus massiver Eiche, wurde hergeliefert, jedoch leider hat sich der Lieferant nicht getraut, hier hochzufahren zu unserem verwunschenen Häuschen. Aus dem Grund hat dann ein Freund von uns den Tisch mit einem Traktor hochgebracht. Typisch für ein Schwarzwaldhaus ist, dass die Fenster so eingeteilt sind. Das wollten wir aber nicht, um einfach den Blick aufs Tal zu gewährleisten. Wir haben das dann in den Oberlichtern unserer Fenster eingebaut. Wir haben hier insgesamt 350 Quadratmeter. Es gibt zu allem so viel zu erzählen. Also kommt schnell weiter. Das ist unser Gästezimmer. Und das Schöne ist hier, dass wir wieder zwei Verstecke haben. Das erste, unser Bauernschrank. Den Bauernschrank haben wir am Grüsi-Müsi-Brett, so sagen die Schweizer, zum schwarzen Brett entdeckt in Zürich, lang bevor wir noch unser Haus gefunden haben, und haben den dann sozusagen abgebaut, hierher gebracht. Und da lag er dann für einige Jahre, bis er vor 2 Jahren aufgebaut wurde und an seinen endgültigen Platz kam. Und das zweite Versteck ist unser Kamin. Den haben wir extra im ersten Jahr einbauen lassen, damit wir hier überhaupt Heizung haben. Hier ist die Schornsteinfegerklappe, wo wir natürlich jedes Jahr den Schornstein reinigen lassen müssen. Mein Highlight in diesem Zimmer ist dieses Bild. Das hat eine Freundin von uns gemalt, daher liegt es uns sehr am Herzen. Wenn man nämlich an dieser Stelle hinten die Wand rausschlagen würde, würde man genau das sehen, was auf diesem Bild zu sehen ist. Kommt mal mit in unser orientalisches Wohnzimmer. Unsere Freundin, die Malerin, hat hier alle Wände bemalt mit orientalisch angehauchten Mustern. Und hier befinden sich auch diverse Gegenstände von unseren Reisen, zum Beispiel aus Marokko oder anderen fernen Ländern. Ich habe ja eine Lampenpassion und wir haben an den verschiedensten Stellen hier im Haus Lampen, um Atmosphäre zu schaffen. Wir wollten immer was Verstecktes und was Besonderes. Und deshalb haben wir in unsere Lebenswand Fenster einbauen lassen, die in diesen Raum führen und von denen man aus diesem Raum ins Entree durchsehen kann. Das sind quasi Fenster von Raum zu Raum. Und zusammen mit dem Architekt haben wir dieses Thema aufgegriffen und überall im Haus kleine Kästchen eingesetzt. Aber das Schönste an unserem orientalischen Zimmer ist der Blick in den Garten. Und jetzt raus an die gute Schwarzwaldluft. Auf unserem Grundstück machen wir dieses Jahr vieles zum ersten Mal. Die Schafe, die Hühner und die Hunde. In unserem Bauerngarten gibt es Romanesco, Blumenkohl, Knollensellerie, Zucchinis, Rosenkohl, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Karotten. Beete. Kommt mit, jetzt gehen wir
zu unserem Wasser. Das ist unser Teich. Im Sommer lebt hier unsere Ringelnatter, unsere Kröten, Mulche und Libellen. Oben im Haus haben wir eine Dampfdusche. Und im Winter springen wir hier rein zur Abkühlung. Wir befinden uns hier auf unserem 8 Hektar Grundstück. Das unterteilt sich in ca. 4 Hektar Wald und ca. 3,5 bis 4 Hektar Wiese. Das ist jetzt der älteste Teil unseres Hauses von 1793. Ein altes Sandsteingemäuer, war früher der Stall. Drüber hat die Familie gewohnt und unterm Dachboden war das Heulager. Und jetzt kommt es mit in unseren Weinkeller. Da sieht man es dann richtig schön, das alte Gemäuer. Wie man sieht, hier ist Rotwein und Weißwein sowie Rosé gelagert. In diesem Gebäude befindet sich unsere Werkstatt und unser Heulager. Das ist unser Backhaus. In Zukunft planen wir hier eigenes Brot zu backen, Flammkuchen, Pizza, alles mit Freunden zusammenzukommen und schöne Abende zu verbringen. Winzer, hier. Das ist jetzt die andere Seite unseres Hauses und hier, ein wenig versteckt, ist unsere Schmutzschleuse. Und die Hunde sind weg. Und komm. Winzer, Lehmann und rein. Das hier ist unsere Waschküche, aber vor allem auch unsere Hundedusche. Und komm mal. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Holzvertäfelung, ist in Wirklichkeit der Elektroschrank und daneben unser begehbarer Schrank. Eins, zwei, drei. Schlafzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer. Kommt mal mit. Hier kommen wir jetzt in mein Schlafzimmer. Wie ihr seht, sehr minimalistisch und funktional eingerichtet, weil uns immer wichtig war, beim Schlafen zu schlafen und von nichts abgelenkt zu sein. Hallo, hier bin ich. Ich finde es klasse, dass wir 2 Schlafzimmer haben. So hat jeder seinen gesunden, ruhigen Schlaf in der Nacht. Und wenn wir doch beisammen sind, machen wir die Türen auf. Und dann sind wir beieinander, können kuscheln oder uns auch gute Nachtgeschichten erzählen. Und was hier noch fehlt, sind Geranien. Die kommen aber dann nächstes Jahr dran. Und hier noch ein Versteck. Unser WC. Entweder geschlossen oder offen. Ich habe mir schon immer eine freistehende Badewanne gewünscht. Andreas hat lange gesucht, bis er diese hier gefunden hat, was wirklich ein Schmuckstück ist. Hätten wir vor 11 Jahren gewusst, was wir jetzt wissen, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Wahrscheinlich nicht. Aber mit unserer kindlichen Naivität und mit Durchhaltevermögen sitzen wir jetzt da und sind glücklich. Und freuen uns jetzt einfach, hier in dem Haus, in unserem Traumhaus, leben zu können, permanent unseren Hobbys frönen und einfach auch herum experimentieren. Sei es jetzt im Bauerngarten, sei es irgendwie weitere Tiere und einfach schauen, was das Leben bringt.
Das war die Roomtour durch unser verborgenes Schwarzwaldhaus. Wir hoffen, ihr hättet jetzt genauso viel Spaß wie wir. Und wenn ihr noch mehr wunderschöne Häuser sehen wollt, dann klickt hier und hier. Und abonniert den Kanal. Tschüss!